Gut. Hallo. 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 Ja, wir machen jetzt, wir sind zwei Piranhas und machen jetzt so eine Sendung, Update. Corona-Update nennen wir das. August, irgendwas, keine Ahnung, 2021. Also, langsam scheint es wohl besser zu werden in Deutschland. Was bedeutet das für uns Entwickler? Ist die Frage. Ne? Was auf jeden Fall vorherrschend war in der letzten Zeit, gerade was Corona angeht, dass sehr viele Sachen digital stattgefunden haben. Mhm. So, ne? Also diese ominösen digitalen Events, ne? So, und dann haben wir weniger als 100 Leute gefragt, sag mal, an welchen digitalen Veranstaltungen hast du denn bisher teilgenommen? Und die haben Folgendes gesagt. Naja, also das Digitalste, was ich letztes Jahr im Bereich Gaming-Sachen gemacht habe, waren natürlich meine Vorlesungen. Die sind komplett ins Digitale verlegt worden. Was erstmal eine ganz schöne Herausforderung war, weil man sich natürlich überlegen musste, wie macht man das und wie übersetzt man. Also gerade die Sachen, die sehr haptisch sind, wo man eben mit Brettspielen hantiert, wie mache ich denn das jetzt auf einmal? Habe ich nicht. Also wir haben so einen digitalen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, das kann ich schon mal sagen. An keinem. Das hat nichts für mich. Nee, noch gar nicht. Das hat sich einfach auch nicht ergeben. Bedingt durch den ganzen Corona-Müll habe ich da auch nicht wenig mehr in Kontakt gekommen mit Leuten deswegen. Ja, habe ich. Es war die Twitch Tour 2021. Das war die digitale Veranstaltung, auf der ich teilgenommen habe. War sehr spannend. Wir haben Escape Room gemacht am Anfang und danach hatten wir sehr, sehr tolle Beiträge zum Thema Twitch und Marketing. Hat sehr viel Spaß gemacht, dazu zu hören und ich habe sehr, sehr viele meiner Streamer-Kollegen kennengelernt dadurch. War eine tolle Veranstaltung, muss ich sagen, hat Spaß gemacht. Gerne mehr davon. Ja, also immer mal wieder beim Mediennetzwerk NRW, wenn da was war, da habe ich dann immer mal zugeguckt. Ansonsten nicht ganz so viel. Ich mache halt immer dann mal bei einem Stammtisch, zum Beispiel bei Games Ahead oder so mit. Das sind aber halt eher so kleine Sachen. Ich glaube, in die Gamescom habe ich einmal reingeschaut, aber dann auch nicht mehr. DCP habe ich natürlich digital, da war ich auch Laudator, da war ich dabei. Ich glaube, mehr nicht. Jetzt nicht so bei Gamescom oder so, weil, also ich habe es mir dann schon angeguckt bei der Gamescom, aber irgendwie fehlt dann was. Also das ist irgendwie nicht das Gleiche, muss ich sagen. Und irgendwie, ja, macht einen das dann eher manchmal auch so ein bisschen traurig, finde ich. Ja, am Indie Arena Booth online habe ich teilgenommen. Und ich glaube tatsächlich, das war's. Außer das Steam Festival zählt, aber das ist ja, das ist nicht wirklich eine Veranstaltung. Das ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert, ne? Auf der einen Seite ist cool, dass es mehr davon gibt, dass überhaupt stattfindet, dass man was sehen kann, ne? Die digitale E3 dieses Jahr zum Beispiel fand ich durchaus interessant. Aber auf der anderen Seite ist es so, es ersetzt halt niemals das Real Life, hätte ich jetzt fast gesagt, wenn man irgendwo vor Ort ist, ne? Einige sagen, ach, bin ich sowieso nie hingegangen. Deswegen vermisse ich das auch nicht. Aber die gerne hingehen, die sagen, boah, das ist aber nicht dasselbe. Und es wird dann halt auch miteinander verglichen. Ja, das stimmt. Gut, hat es uns denn geschadet, rückblickend? Also diese Frage, die kriegen wir häufig, ja genau, die kriegen wir häufig gestellt. So, hat es uns geschadet? Boah. Ja. Jein, ich würde sagen, erstmal nicht. Denn der Vorteil, ganz klare Vorteil immer noch für Computerspiele-Entwickler ist, du sagst digital, ist ja auch für uns, dass alles digital stattfinden kann überhaupt. Ja, das ist ein Riesenvorteil, den anderen Bereiche des Lebens nicht haben. Und das bedeutet für uns, wir können weitermachen und wir können auch weiter, ne, viele Leute, die zu Hause gesessen haben, haben vermehrt Computerspiele gespielt. Auch das kommt der Computerspielebranche im Allgemeinen erstmal entgegen. Deswegen ist die Antwort erstmal nein an der Stelle. Bei uns explizit ist es so, dass wir einfach auf das Homeoffice übergegangen sind und das auch immer noch halten, obwohl es halt zeitweise gar nicht unbedingt zwingend mehr notwendig wäre, aber es funktioniert gerade so gut und man weiß nicht so richtig, wie die Zukunft gerade aussieht.
Also halten wir den Zustand erstmal so, dass da jetzt gerade das alles läuft und das funktioniert. Und digitale Events, klar, wären wir gerne auf eine richtig große Messe gegangen. Ne? 2021. Also physikalische, nicht digitale Events. Ne? Physikalisch meine Ja, ich ja, jetzt. klar. Also vor Ort, ne? Ja. Dass man da irgendwie so einen Stand hat oder sowas in der Art, ne? Dass Ja. wir euch mal irgendwie ein paar T-Shirts in die Menge schmeißen. Soll oder er was bei in der Art. Gamescom jetzt demnächst wie laufen? Digital. Digital, ne? Naja, gut. Mhm. Weil es nicht anders geht, ne? Genau, es ist einfach eine zu große Veranstaltung, als dass Mehrere 100.000 Menschen kommen dahin, ne? dass Ja. sie das hätten vorbereiten können. Ja. Ne? Es ist einfach zu heikel gewesen. Mhm. Und dann musste die dieses Jahr wieder abgesagt werden. Das ist inhaltlich total schade, Ja. faktisch absolut nachvollziehbar. Das ist ja auch eine internationale Geschichte. Da kommen Menschen aus aller Herren Länder und treffen sich zusammen. Selbst wenn man jetzt gesagt hätte, wir lassen nur ein Drittel der Besucher zu, wäre das eine logistische Riesenleistung gewesen. Ne? Also, ich verstehe das, dass die nicht stattfindet. Das darf man trotzdem schade finden. Ich finde das schade. Und jetzt muss man halt gucken, digitale Events. Also das digitale Event fängt ja so eine Gamescom nicht auf. Gerade bei der Gamescom ist es so, dass die ja sowieso beides macht. Das heißt, selbst wenn sie physisch stattgefunden hätte, wäre das Digitale trotzdem. Es hätte halt beides stattgefunden. Und darum hat man so das Gefühl, ach, schade, es fehlt jetzt was. Ne? Hm. Gut, aber die interessante Frage ist, wo kriegt man uns denn zu sehen? Na, wir Piranhas rannten ja sonst immer auf jeder Veranstaltung rum, ob es jetzt die RPC war oder die Gamescom oder Egromir oder Warschau Games Week oder was weiß ich, wo wir überall rumgerannt sind. Auf der E3 waren wir, ne, schon, was weiß ich, was noch für Veranstaltungen gibt, ja, die mir jetzt nicht einfallen. Also digital natürlich hier, Ja. aber physisch ist tatsächlich die einzige sichere Veranstaltung, die mir gerade einfällt. Ein Tag im Oktober, am 10. Oktober in Düsseldorf im Zack Ja. mit 2K. Da ist eine Gaming-Veranstaltung, da werden wir sein, da werden wir auch auf der Bühne stehen und ein bisschen was erzählen. Und wenn ihr Lust habt, nach Düsseldorf zu kommen, das ist ein Sonntag, der 10. Oktober, dann kauft euch ein Kärtchen, kommt dahin. Zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung gibt es wahrscheinlich noch keine Tickets, aber zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, wenn ihr das hier jetzt seht, vielleicht schon, guckt doch mal einfach bei Zack, Z-A-K-K, Düsseldorf. in Düsseldorf. Die machen da eine Gaming-Veranstaltung am 10. Oktober. Das ist so ein Kulturzentrum. Ja. Ne? So, und diese Geschichte, die machen wir schon seit vielen Jahren da. Ne? Da gibt's sonst immer eine Veranstaltung, die heißt, alle 3 Monate kommt die heißt Kultur aus der Konsole. Mhm. Ja, da würde Moderator Carsten Preuß Menschen aus der Games-Branche und drumherum irgendwie einlädt, auf die Bühne zerrt, ja, und dann ausfragt. Mhm. Und solche Dinge passieren dann da. Richtig, genau. Und sowas Ähnliches machen wir jetzt aber dann irgendwie geballt mit mehreren Entwicklern und so weiter. Guckt's euch mal an, das wird ziemlich spannend. Und wir werden auch da sein. Genau. Wenn Corona uns lässt, selbstverständlich. Wenn es erlaubt ist. Am Ende des Tages weiß man es ja erst, wenn man wirklich da ist. Ne? Ich bin da an der Stelle einfach mal optimistisch. Ja. Ja gut, wie sind wir mit Corona umgegangen? Wir haben immer viel von Homeoffice erzählt, Ja. so, ja. Hat es Elex 2 jetzt geschadet? Also, wir würden sagen, nein. Und wenn, dann haben wir halt länger gebraucht für ein paar Sachen. So, ne? Was jetzt, wie viel Prozent hat das jetzt ausgemacht? Wie glaubt ihr, wie effizient wart ihr? Sagt doch mal eine Zahl irgendwie. Ich finde das schwierig. Ja, das kann man ja schlecht. Man weiß ja nicht, wie es gelaufen wäre ohne, aber wir wissen, dass das Spiel so geworden ist, wie Ja. wir uns das ursprünglich gedacht haben. Ja. Also geschadet hat es mit Sicherheit nicht. Ja. Es ist einfach anders, ne? Ja. Es ist eine andere Form von Arbeiten, eine andere Form der Kommunikation. Wir haben uns sehr schnell reingefunden, finde ich, ne? Und das Spiel ist deswegen auch nicht anders geworden. Nein. So, ja, es ist nur eine andere Art zu arbeiten, Richtig. glauben wir. Ja. Ne? Also das Konzept war ziemlich schnell klar, wo es hingehen soll. Mhm. Ne? Und das ist schon eine Sache, da hast du halt mehr Zeit gehabt auch, sag ich jetzt mal, auch zu iterieren. Ne?
Auch was das Kampfsystem angeht und so weiter, haben wir mehr Iterationen machen können, weil wir mehr Zeit hatten dazu. Das hat der Sache nicht mal geschadet, sondern eher gut getan, meiner Meinung nach. So. Ja. Es gab ein paar Sachen tatsächlich, die auch erstmal ein Vorteil waren. Auch in Sachen Kommunikation ist es so ein Teamspeak lässt auf der einen Seite zu, dass du sehr schnell viele Leute da hast, die bei dir quasi faktisch im Wohnzimmer sitzen, gefühlt. Ja. Und an der anderen Stelle fehlen dann so Dinge und die muss man auch erstmal erkennen. Zum Beispiel sowas wie, jemand geht an deinem Schreibtisch vorbei und sagt, ey, was machst du denn da? Und erklärt dir gerade mal was. So geht das aber gar nicht. Ne? So funktioniert es halt nicht. Nein. Weil keiner sieht, was auf deinem Bildschirm ist, es sei denn, du sharest ihn aktiv. Auf der anderen Seite bist du schnell auch mit verschiedenen Bereichen im Gespräch, weil die gerade da halt sitzen im Teamspeak. Ja. Und dann würde ich sagen, es hat Vor- und Nachteile gleichermaßen. So, also unterm Strich ist es auf jeden Fall gut gelaufen, sage ich jetzt mal. Und wir haben auch Spaß gehabt während der Arbeit. Ne? Und ihr wisst ja selber, wie das ist, zu Hause rumhocken ist nicht besonders toll. Ne? Viele Sachen haben sich jetzt, sage ich jetzt mal, aufgeweicht, so, sind wieder besser geworden. So, wo es hinführt, das wissen wir noch nicht, das müssen wir dann sehen. Ja, jetzt, heute ist der 13.7., ne? Und dann machen wir eine Sendung für irgendwann Mitte August oder sowas oder ne, irgendwie so. Und da wissen wir jetzt nicht, wie die Zahlen da aussehen oder sonstige Geschichten, aber wir wissen, dass wir da an unserem Spiel mit Hochdruck arbeiten und dass da auch noch ein bisschen was zu tun ist, ja, bis wir da richtig komplett fertig sind, so fertig und sagen, so, jetzt können wir damit dann auf die Piste. Haben aber trotzdem auch schon ein paar Gameplay-Sachen gezeigt, so, ne? Und aufgrund dieser Gameplay-Sachen, die wir gezeigt haben, die noch nicht fertig sind, werden ja auch schon Sachen beurteilt und online und so. Und wir haben wenig Gelegenheit, tatsächlich auch zu den Menschen hinzugehen und denen zu sagen, okay, wir erklären es dir mal, dass es auch mehr Menschen da draußen gibt, die verstehen, was wir da tun. So, sondern die nehmen jetzt einfach das, was da ist und zerpflücken das momentan, so, ne? Und das ist natürlich die Gefahr bei diesem digitalen Gedöns, ne? Weil du halt die Menschen nicht ans Gerät bekommst, so, ne? Und wir haben noch niemanden spielen lassen, ne? Wir haben es bisher nur angekündigt und haben ein paar Sachen gezeigt, wie es ungefähr nachher aussehen könnte, ja? Und das ist natürlich dann auch schwierig, gerade in so einer Zeit wie Corona. Du kriegst halt die Leute nicht dazu, wenn man sie einladen kann und sagen kann, so, ich hole mal irgendeinen Redakteur oder irgendjemanden zu uns und zeigt ihm das Spiel und dann, hier, hast du das Spiel mal selber, dann kriegst du einen ganz anderen Eindruck, als wenn wir eine B-World zeigen. So. Weil mehr haben wir bisher noch nicht getan. Konnten wir noch nicht. So, ne? Wir haben noch nicht die Möglichkeit gehabt, irgendwie solche Sachen dann irgendwie betreut, irgendwie zumindest, um die Dinge zu erklären, wo es hingehen soll. Weil ein halbfertiges Ding jemandem zu zeigen, ist immer eine andere Geschichte. Ja, wenn man es ihm einfach in die Hand drückt und sagt, hier, spiel mal zu Hause, völlig wurscht, als wenn man mit dem dann zusammensitzt und erklärt, wo es dann hingeht am Ende des Tages. So. Und diese Probleme, die hat man bei Corona gehabt in der letzten Zeit. Das stimmt. Auf der anderen Seite war ich auch persönlich ganz happy, weil wir dadurch, dass wir so spät erst announced haben, auch noch nie so ein vollständiges Material hatten, ne, wie es jetzt war. Ne? Ja. Klar, das Spiel ist noch nicht fertig, sonst hätten wir es released, aber auf der anderen Seite funktioniert das alles schon mal. Es ist schon mal alles da und das ist irgendwie so ein anderes Gefühl, als wenn du irgendwie mit dem Poster auf eine Gamescom gehst und sagst, hey, wir machen ein Spiel und wie sieht es aus? Wissen wir auch noch nicht. Das ist irgendwie was völlig anderes. Haben wir ja gemacht, ne? Und ja. Das haben wir gemacht. Bei Risen haben wir das gemacht und jetzt auch bei Elex hatten wir das gemacht. Total 2,5 Jahre bevor überhaupt irgendwie, da hatten wir schon ein paar Bilder und so und die wurden dann irgendwie beurteilt, so, das ist schwierig. So, genau. Ne? Ja. Deswegen, da müsst ihr auch noch ein bisschen mehr Geduld haben mit uns an einigen Stellen, bis wir dann tatsächlich fertig sind mit dem Ding. So wie wir es auch haben wollen, wie wir auch selber der Meinung sind, dass es dann fertig ist am Ende des Tages. Hast du eine Community-Frage? Auf jeden Fall. Okay, ist vielleicht spannend für dich, deswegen lese ich die einfach mal vor. Die Frage lautet: Elex war ja unter anderem stark von Dune, der Wüstenplanet, die Klapperschlangen und Mad Max beeinflusst. Daher meine Frage: Gibt es für das Folgeprojekt ein neues Set an Inspirationsquellen oder Einflüsse aus Literatur und Film, die darüber hinausgehen? Also Klapperschlange war vor allem die Vorlage für Gothic. Gothic, ja. Und nicht für Elex. So. Dune, der Wüstenplanet, war eine der vielen Vorlagen für Elex, das stimmt. Ja.
Ich würde sagen, generell eher weniger. Da gab es nicht mehr diesen Titel, wo man sagt, irgendwie, das ist da jetzt irgendwie abgekupfert. Weil da war ja auch die Formulierung irgendwie maßgeblich oder sehr stark Einfluss oder sowas stand da, ne? Und das stimmt auch, ja, wenn man über Elex an sich, die Substanz, die einen verändert und so weiter spricht und so weiter, das ist schon sehr naheliegend und da kommt es auch irgendwo gedanklich ein Stück weit her. Auf der anderen Seite aber auch vom blauen Erz aus Gothic, so, ja, und das ist irgendwie so eine Symbiose daraus geworden. Und jetzt beim zweiten Teil, glaube ich, gab es so einen Titel, den man jetzt nennen kann, gar nicht. Ja, nicht, dass der mir einfällt, dass man sagt, das war die Inspiration jetzt speziell dafür. Vielleicht das, was ich vor vielen, vielen Jahren mal komponiert habe. Ja, ich bin ja schon ziemlich lange Musiker und das schon seit ewigen Zeiten und irgendwann vor 20 Jahren habe ich mal eine Musik gemacht, so eine CD, so ein Konzeptalbum und da gibt es halt diverse Dinge, die da drin sind in der Geschichte, ja, wo ich sage, das ist da sehr von beeinflusst worden. Ja, und das sind halt so Songs, die im Radio laufen, ne, und die auch im Radio laufen werden vom Spiel, so, ne, und da ist sehr viel Inspiration, was die Geschichte angeht, drin, sag ich jetzt mal, vom Konzept her. Aber sonst, so würde ich sagen, sehr viel weitererzählt, ne? Sehr viel darauf geachtet, dass Dinge konsistent sind. Das war uns wichtig. Uns war auch wichtig, dass wir jemanden, der die Geschichte noch überhaupt nicht kennt, gut reinkommt ins Spiel. Ne? Und dass man halt irgendwo, sage ich jetzt mal, den ganzen Kram gut versteht. Ne, der passiert. Weil es schon recht komplex geworden ist, ne? Also es schadet auf jeden Fall nicht, wenn ihr den ersten Teil spielt. Klar. Auch wenn der zweite sich nochmal erklärt. Weil die Geschichte wird da weitererzählt, ganz klar. Und das war glaube ich, auch das Ding, ne? Also, dass man viele Sachen einfach auch schon wusste, also dass wir die wussten, dass die noch kommen werden. Aber erst jetzt im zweiten Teil und nicht schon im ersten. Im ersten gibt es ein paar Hinweise und es gibt auch natürlich viele Dinge, die dann quasi schon passiert sind. Aber letztendlich werden die halt im zweiten Teil erst weitererzählt. Und das ist ja auch das Schöne daran, dass das dann so... Das macht es spannend, finde ich. Wir versuchen es hier möglichst spoilerfrei zu halten, dass man hier unbedarft jetzt einfach zuschauen kann, ohne jetzt sich irgendwas spoilern zu lassen. Das mögen wir nicht. Deswegen werdet ihr ja auch nichts erfahren, wo ihr sagt, warum habt ihr das denn jetzt verraten? Jetzt habt ihr mir irgendwie die Story vermalmt oder so. Also da braucht ihr keine Angst haben. Aber es ist schon so, dass wir sagen können, dass wir die ganzen losen Fäden, die wir da noch hatten, aufgenommen haben, ne? Und die weiter erzählt haben und dass viele offene Fragen, die da stehen, jetzt auch eine Antwort bekommen. Das war uns schon wichtig. Genau. So. Gut, dann hoffe ich, das beantwortet die Frage und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha-Welten TV. Bis dann. Vielen Dank. Macht's gut. Man will immer erzählen, erzählen, darf man aber nicht, ne? Das ist schon mal gar nicht. Bla, bla, bla. Und übrigens, also der Typ, ne, und... Habt ihr das denn auch gefunden? Habt ihr das gefunden?